Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 3 No Name. Seine Sicht. Gähnend streckte sich Law und weckte seinen Vize, indem er ihn grob mit den Ellbogen in die Seite stößt. Der Bär zuckt erschrocken zusammen, öffnet müde seine Augen und blickt fragend zu seinem Kapitän. »Mittagessen«, sagt dieser schlicht und geht mit diesem Wort unter Deck. Mit vielen anderen Nakama kommt er vor der gesuchten Tür an und betritt den Raum als erster. Abgesehen vom Frühstück, da Law des Öfteren mal verschläft, muss die Mannschaft auf den Kapitän warten, bevor sie essen dürfen. Die Piraten reden und lachen lautstark, wie sie es immer tun. Law zieht eine Augenbraue in die Höhe, als er Sashi alleine dort sitzen sieht. Steht er normalerweise noch am Herd, räumt auf oder hat seinen Freund Penguin mit sich bei Tisch sitzen. Der Koch hält sich einen Finger vor den Mund und deutet mit der anderen Hand hektisch auf die Tischplatte unter sich. Er formt mit den Lippen Worte, doch genau wie alle anderen versteht auch Law nicht, was er sagen möchte. Die Piraten werden nach und nach still und sehen sich gegenseitig fragend an. Sashi verdreht entnervt die Augen und beugt sich unter den Tisch. Ein lautes Rums ertönt, gefolgt von Sashis Lachen. Kurz darauf zieht sie das verletzte fremde Mädchen unter dem Tisch hervor, das eigentlich in Laws Kajüte liegen sollte, gefangen in der schützenden Dunkelheit des Schlafes, um sich vernünftig zu erholen. Der Arzt in Law verkrampft sich schlagartig und schnell überfliegen seine Augen die kleinere. Sie sollte schlafen. Sie sieht auch sehr müde aus. Sie hat ihre Wunden aufgekratzt, dummes Stück, denkt Law gereizt. Die Kleine sieht sich nervös im ganzen Raum um und Law erkennt trotz der Entfernung eine Tränenspur auf ihrem Gesicht. Trafalgar bemerkt, dass sie sich unwohl fühlt und gibt den Piraten mit einem einzigen Blick den Befehl, sich einfach hinzusetzen. Sie verstehen sofort und setzen sich wie gewöhnlich an ihre Plätze, nachdem sie sich mit einem Tablett etwas zu essen von der Auslage geholt haben. Es ist besser, wenn sie so tun, als wäre nichts. Sie sieht so aus, als ob sie sonst überfordert wegrennt oder sich erneut heulend in eine Ecke drückt, überlegt er nüchtern. In dem Moment kommt Beppo verschlafen in den Raum getapst und sieht sich gähnend um. Das Mädchen mustert die Piraten misstrauisch und bleibt mit ihrem Blick schließlich an dem Eisbären hängen. Auch der Vize bemerkt sie und beginnt leicht zu lächeln. In ihren Augen leuchtet pure Freude auf. Sie springt schwungvoll auf und läuft, leicht humpelnd, auf ihn zu. Law bemerkt, dass sie beim Gehen versucht, ihren linken Fuß so wenig wie möglich zu belasten. Doch er setzt sich schweigend an seinen Platz, wo bereits Dan, Sashi und Penguin Platz genommen haben und das Mädchen beobachten. Der Koch hat seinen Kapitän bereits sein Tablett hingestellt, sodass er nicht noch einmal aufstehen muss. Freudestrahlend kommt die Kleine vor Beppo zum Stehen, scheint ihm aufgeregt irgendetwas zu erzählen, bevor Beppo sie nach einiger Zeit mit einem verträumten Grinsen an die Hand nimmt. Sieht schon albern aus mit diesem Größenunterschied. Mit ihr geht er sich nun etwas zu essen holen und setzt sich neben seinen Captain. Der Zwerg bleibt zögernd stehen und mustert erneut die Crew am Tisch. Abgesehen von Dan und Law lächeln sie alle an, rutschen etwas mit den Stühlen auseinander und machen so neben sich einen Platz zum Sitzen frei. Sie sieht überfordert von Beppo zu Sashi. Schließlich setzt sie sich zwischen die beiden, gegenüber Dan und Penguin. Am Kopfende des kleinen Tisches sitzt der Captain und mustert das Mädchen finster. Sie sieht Beppo die ganze Zeit mit glitzernden Augen an und hält beim Essen seine Pfote. Erneut verkrampft sich Trafalgar, versteht jedoch selbst nicht, wieso. Dass sein Unterbewusstsein das Mädchen mit seiner Schwester in Verbindung bringt, ist ihm nicht klar. Als alle mit dem Essen fertig sind, sitzt nur noch der Tisch von Law, also Sashi, Penguin, Beppo, Dan, Law selbst und die Kleine im Raum. Der Zwerg hat nicht mal die Hälfte von ihrem Teller geschafft zu essen. Law räuspert sich, woraufhin das Mädchen heftig zusammenzuckt und sich alle Augenpaare an ihn heften. »Ich bin Trafalgar Law, das ist Penguin, Sashi, Dan und Beppo. Und du bist?« stellt er monoton seine Crew vor, während er lustlos auf diese deutet. Das Mädchen sieht von einem Lächeln zum nächsten und bleibt an der genervten Maske von Law hängen. Selbst Dan hat ein kleines, winziges Lächeln aufgesetzt. Automatisch macht sie sich kleiner und versucht, sich hinter Beppo zu verstecken. »Du machst dir Angst mit diesem grimmigen Blick«, tadelt Penguin seinen Vorgesetzten und versucht, dessen Ausdruck wiederzugeben. Law starrt ihn noch finsterer und warnend an. Jetzt mischt sich Sashi ein und wendet sich an das Mädchen. »Du brauchst keine Angst haben, der Captain ist immer so.« »Frechheit, die bekommt noch was zu hören.« Sie sieht zu Beppo hoch und als er nickt, nickt auch sie zögerlich. »Wie heißt du denn jetzt, Kleine?« versucht es Sashi mit höflicherer Stimmlage als Law zuvor. Sie zuckt gleich mit den Schultern und sieht dann in fragende Gesichter. »Wie, hast du keinen Namen?« platzt es aus Penguin irritiert heraus. Man sieht förmlich die Räder in ihrem Kopf rattern.
Sie winkt Beppo zu sich runter und flüstert unverständlich in sein plüschiges Ohr. Selbst Law wird etwas neugierig, was er aber niemals zugeben würde. Beppos Augen weiten sich, bevor er sie fragt, ob er das Gehörte laut für alle wiederholen dürfte. Sie nickt schüchtern und versteckt sich weiterhin leicht hinter seiner Pfote. »Na dann hau raus, spann uns nicht so auf die Folter«, verlangt Pinguin ungeduldig, halb über den Tisch gebeugt und bekommt von Sashi einen kräftigen Schnipser gegen die Stirn. Sich die gerötete Stirn haltend, wartet er geduldig auf Beppos Antwort. Sie erinnert sich nicht an den Namen, den ihre Eltern ihr gegeben haben. Die Piraten haben sie Kanawa getauft, erzählt Beppo ihn mit einem undefinierbaren Blick. Das habe ich doch schon mal gelesen. Bedeutet das nicht Monster? Leichte Wut durchfährt Law, als seine Augen auf die naiv fragend schauenden des Mädchens treffen. Er lässt sich jedoch wie immer nichts anmerken. Die restliche Crew legt nun nachdenklich den Kopf schief. Das ist ein seltsamer Name, nuschelt Pinguin mit zusammengezogenen Brauen und verwirrten Zügen. Das ist kein Name, beginnt der Kapitän erneut, wodurch sich die gesamte Aufmerksamkeit erneut auf ihn legt. Nur die Fremde starrt mit glasigem Blick auf ihre aufgerissenen Handgelenke. In unserer Sprache würde ich es mit Monster oder Ungeheuer übersetzen, klärt der Tätowierte seine Crew ruhig auf, die Arme vor der Brust verschränkt und die nichtssagende Maske aufgesetzt. Den anderen steht jedoch eindeutig Wut und Unglauben im Gesicht geschrieben. »Monster? Was fällt denen ein?« platzt es aus Sashi empört heraus. »Was ist an diesen hübschen Dingen denn ein Monster?« höhnt Pinguin und deutet zornig mit der flachen Hand auf das Mädchen. »Das würde ich aber auch gerne wissen«, mischt sich nun auch zum ersten Mal Dan mit seiner markanten, rauen Stimme ins Gespräch ein. Die Kleine hat einen leichten Rotschimmer auf den Wangen liegen und ihren Blick verlegen abgewandt. »Das kann ich auch nicht nachvollziehen«, meldet sich der Captain monoton zu Wort, wird jedoch unterbrochen. »Wir überlegen uns am besten einen neuen Namen für die Kleine«, meint Pinguin mit einer Stimmlage, die keine Widersprüche zulässt. Ein einstimmiges Nicken kommt von der Crew und danach versinken sie alle ins Grübeln. Nach einer gefühlten Ewigkeit fällt Pinguin etwas ein.